Gute Bedingungen und gute Voraussetzungen auch in Silverstone. Ähnlich wie in Kanada sehe ich zu, dass ich zumindest mal eine der vorderen Plätze hier erwische. Ich denke mal nicht, dass ich hier das Rennen gewinnen werde. Dazu sind die anderen einfach zu stark. Aber ich versuche, so weit wie möglich vorne dabei zu sein. Ich habe mal ein bisschen ausgetauscht, Getriebe, Turbolader und so weiter. Im Training fühlte sich das eigentlich ganz gut an. Das Auto lag gut auf der Strecke. Aber was nützt das, wenn die anderen halt ein stärkeres Auto haben, so wie der Kollege vor mir schon wieder, Verstappen, da kriege ich schon wieder Herpes an diversen Stellen. Aber das können wir im Rennen alles wieder wettmachen. Mit einem guten Start. Und dann vielleicht mit den ersten 1-2 guten Runden. Nur so geht's. Also Verstappen dominiert natürlich wie immer. Und auf ihn wird es halt ankommen. Und alles andere wird man sehen. Silverstone ist eigentlich auch eine Strecke, die lag mir ganz gut. Aber ähnlich wie in Kanada ist es halt so, dass die Teams immer weiter upgraden. Und so groß der Vorsprung von mir dann natürlich auch nicht mehr ist. Also es wird von Rennen zu Rennen schwieriger und auch von Saison zu Saison schwieriger. Klar, weil die anderen, schaut mal, wo Verstappen schon ist. Da kann ich nicht mehr viel machen. Ich kann nur hoffen, dass ich einen guten Rennstart erwische, mich vorne vielleicht durchquetschen kann. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Also es reicht für Platz 10. Stand jetzt. Mal gucken, ob es auch am Ende... nee, wird der 11. Platz. Schade. Aber ist gar nicht schlimm. Da haben wir ja schon öfter gute Rennen von aus gemacht. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, Leclerc und Lando Norris. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Das ist natürlich schon eine Ansage, wenn du fast eine Sekunde hinten bist, ne? So ähnlich wie Magnussen, aber ist halt der Unterschied von den Autos her. 17 Punkte, das ist nichts, aber es nützt natürlich auch nichts, wenn wir immer nur 9. oder 8. werden. Wir müssten mal so mindestens 4., 5. werden. Wird schwer genug, aber wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Es geht von Position 10 ins Rennen, da einer der McLaren eine Strafe kassiert hat. Ocon war es nämlich. Heißt also vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, nicht unbedingt, denn die Starts, obwohl der jetzt hier halbwegs gut war, haben wir leider in den letzten Rennen nicht so gut hinbekommen. Je nachdem, wie die anderen jetzt halt fahren, beziehungsweise wann die bremsen und so weiter und so fort. Hier ist doch noch Platz hinter Albon, ja. Bisschen reingequetscht, aber trotzdem außen vorbei. Gleich mal zeigen, wer hierher im Haus ist. Gar nicht wegdrängen lassen und wenn die meinen, die müssten irgendwie sich querstellen, dann machen wir das auch. So haben wir glatt mal 4 Positionen gewonnen, aber die sind schon wieder da. Albon direkt hinter mir. Vorsicht, nicht, dass die hier irgendwie mir blöd kommen. So, und jetzt gilt es halt, mit ERS vielleicht auch mal am Anfang anzulassen, dran zu bleiben, weil nur so kann ich auch wirklich auf Renntempo bleiben, realistisch gesehen. Vorne mit Verstappen werde ich jetzt erstmal nichts zu tun haben, das ist ganz klar, der wird das Rennen souverän zu Ende fahren. Muss halt so jetzt erstmal hier meine Punkte versuchen zu holen. Den Abschnitt halt auch viel, viel besser nehmen und so weiter und so fort. Da wird es wieder auf ganz viele Kleinigkeiten ankommen. Sainz, ne, den blocke ich. Ja, kann ich leider nicht machen. Ich bleibe aber trotzdem so nah wie es geht an der Ideallinie. Damit er einfach rüberziehen muss, dass die KI gezwungen ist zu handeln. Ich möchte nicht derjenige sein, der hier handeln muss, sondern die KI. Hier braucht was zum Nachdenken. Und jetzt bin ich gespannt. Weiter geht's. Sainz, erste Kurve. Hier habe ich das Gefühl, hier kann ich eventuell ein bisschen Zeit gewinnen. Vielleicht auch nicht. Aber es ist ähnlich wie in Kanada, ne? Die Autos entwickeln sich, klar, Saison für Saison weiter. Das heißt, es wird auch jede Saison schwieriger, hier auf meinen Strecken auch souverän zu gewinnen. Vielleicht einfach mal Kanada. Wie das letztes Rennen war und wie das noch in der letzten Saison war. Letzte Saison haben wir es echt gedemütigt. Da waren wir wirklich 8, 9 Sekunden, glaube ich, vorne. Und im letzten Rennen hast du dir da einen abgeschwitzt. Aber uns fehlt die letzte Saison an Upgrades. Uns fehlt halt die letzte Saison an Upgrades. Da war schon wieder einer in der Boxengasse, ganz zu Beginn, in dieser elend langen 30-sekündigen Boxengasse. 30 Sekunden mindestens, wenn nicht sogar länger.
Tja, und hier musst du halt auch direkt auf der Ideallinie durch, darfst eigentlich auch gar nicht bremsen. Damit du wirklich die maximale Geschwindigkeit beibehältst und so krepeln wir uns hier halt wieder einen ab. Vorne mit DRS wird es halt erstmal auch nichts werden bei Sergio Perez. Klar ist die Hoffnung da, dass irgendeiner vorne mal sich einen Ausrutscher leistet, mal sich verbremst oder so, aber das wirst du ganz selten mal haben. Und ich versuche halt wirklich das Maximale rauszuholen. 1,27. Ja, und das habe ich halt nicht. Das ist der Unterschied zu den anderen. Die kriegen DRS, ich krieg's nicht. Und ich bekomme das sogar gegen mich. Also Sainz bekommt es gleich. Ja, ich versuche vorne dran zu kommen. Wir sind nicht weit weg. 1,3, 1,4 Perez vorne. Aber trotzdem ist es natürlich eine Mammutaufgabe. Aber ich gebe nicht auf. Warum? Es gibt noch so viele Rennen, die gefahren werden müssen. Und irgendwo wird dann mal wieder eine Strecke mit dabei sein, wo ich vielleicht auch mal der KI überlegen bin. Vielleicht mehrere Strecken, die müsste es dann schon geben. Und vielleicht behaken die sich ja da vorne auch beim Überholen. Vielleicht passiert ja da auch mal ein Unfall oder irgendwie einer dreht sich, nur ich darf mich nicht drehen. Ja, oder Perez wird von Russell aufgehalten. Das macht es natürlich für mich auch ein bisschen einfacher ranzukommen. Seht, der Vorsprung, der wächst, der Rückstand, der sinkt. Weil der Perez kommt halt vorne am Russell nicht vorbei. Wird sich wahrscheinlich gleich erledigt haben. Aber für einen kurzen Moment, wenn ich da ins DRS-Fenster reinkomme, damit ist mir schon sehr, sehr viel geholfen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,1 Sekunden. Gut, das kann ich halt auch nicht mehr für voll nehmen, weil Magnussen, ob der jetzt in meinem Team ist oder in China, fällt ein Sack Reis um. Weil er macht eh nichts fürs Team, ehrlich gesagt. Die einzigen Teampunkte, die ich hole, beziehungsweise die einzigen Punkte, die geholt werden durch mich. Magnussen macht eigentlich nichts fürs Team. Der kann doch ein eigenes Team gründen. Holt er sich irgendein Fahrer aus der Rente zurück, so Lewis Hamilton oder so. Und soll er mit dem noch ein Team gründen. So, der nächste Versuch des Sergio Perez an Russell vorbeizukommen. Wir halten den Vorsprung, sehr gut. Müssen wir auch. Weil anders wird das heute nicht funktionieren. Oh, gibt die erste Verwarnung. Ah, nee, doch nicht. So, nächster Versuch in dieser... Der wagt es in dieser Kurve. Fast an ihm vorbei, ja. 1,1. Jetzt versucht das und jetzt wird er auch vorbeikommen. Glaube ich, oder? Verteidigt das Russell. Oh, es wird eng, es wird eng. Ja, Perez versucht es außen. Zieht er durch? Nee, zieht er nicht. Wie gesagt, fast 2 Sekunden vor jetzt. Und am Perez bin ich jetzt auch wieder dran. Dem Russell sei Dank. Also wenn er schon nicht gewinnt, vorne. Der Lokalmatador unter anderem. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Und Verstappen deklassiert einfach alle. Ey, das gibt's gar nicht. Immer wieder mit Erschrecken zu sehen. Naja. Steckst du nicht drin, aber dafür kriege ich jetzt... Ne, kriege ich nicht DRS. Da war ich ganz knapp. Leider nicht im Fenster. Aber vielleicht beim zweiten DRS-Fenster. Vielleicht darf ich da dann auch mal mitspielen. Der hält sich ganz schön an dem Russell auf. Das könnte mein Vorteil sein. Oh, wird der langsamer, Perez? Nee, ne? Oder hat sich das gerade nur so angefühlt? Oh, jetzt gibt es aber eine Strafe. Nein, auch wieder nicht. Okay. Da war ich doch aber merklich draußen. Jetzt aber nochmal zu Sergio Perez. Wird der langsamer? Nee, ne? Hatte mir gerade so den Anschein. Aber wahrscheinlich war das nur ein Bluff. Der wurde nämlich schlagartig 2/3 Zehntel langsamer. Aber da wird nichts sein, glaube ich. Nee. Das war dann doch eher Wunschdenken von mir. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine
Sehr gut. Das ist doch auch schön. Das heißt, meine aggressive Fahrweise kann fortgeführt werden. Und die Hoffnung, dass ich vorne doch nochmal irgendwie Sergio Perez angreifen kann, die wächst, weil er halt an Russell nicht vorbeikommt. Russell ist wirklich so eine Art Wingman für mich. Ich kriege ja leider auch kein DRS, obwohl ich doch eigentlich drin war im Fenster. Verstehe ich gar nicht. Vorsicht, hier darf ich mich nicht drehen, auch ganz gefährlich. Obwohl der Curb gar nicht so hochgestellt ist. Trotzdem immer die Gefahr, dass ich da doch ins Drehen komme. Ja, die schaff's leider hier. Hier müsste ich eigentlich eine bessere Ideallinie fahren. Jetzt habe ich eine Verwarnung, okay. Weil ich wahrscheinlich diese weiße Linie vorher nicht wieder befahren habe. So, hier kriege ich jetzt DRS. Ich muss hier schonend fahren, ERS ein bisschen ausschalten. Aber ich komme vorne nicht ran. Ich komme vorne einfach nicht dran, aber Perez auch nicht. Der Perez kommt an Russell auch nicht vorbei, das ist sehr gut zu sehen. Und Russell geht rein schon, okay. Russell geht jetzt schon rein. Ob das ein Vorteil ist für uns, weiß ich nicht. Die anderen auch. Verstappen ist drin, Sergio Perez bleibt noch draußen. Ein Vorteil wird das nicht sein. Oh, wir gehen auf hart. Wir gehen auf die harten Reifen, dann können wir eigentlich auch noch eine Runde mehr draußen bleiben. Okay. Ich bleibe jetzt auch dabei. Also ich bleibe mal bei den harten Reifen. Mein Team wird schon wissen, was es macht. Aber ich kriege nochmal DRS und Perez nicht. Das ist auch... Ja, ob das gut ist für uns, klar. Je schneller wir sind, umso größer der Vorsprung ist vor den anderen. Ob ich Sergio Perez vor der Boxengasse noch überholen kann. Und ob ich ihn überhaupt überholen kann, ist die Frage, ne? Ich probiere alles. Ich hau alles raus. Die Boxengasse ist lang. Das sind über 30, 35 Sekunden, würde ich fast schon sagen. Vorsicht, hier muss ich jetzt vor der weißen Linie wieder rauf. Ja. Okay, dann gilt das wohl noch. Dann ist das wohl noch okay. Boah, einmal DRS werde ich noch kriegen und dann muss ich da rein in die Boxengasse. Schade. Also ich bin, bis auf 0,5 bin ich rangekommen. Das war ganz gut. Näher wird es leider nicht gehen, weil er wird jetzt auch reinkommen in die Boxengasse. So, er fährt jetzt auch rein. Ich versuche natürlich so nah wie es geht vorne ranzufahren. Achtung. Ja, oh, das war knapp. Oh, das hätte fast wieder einen Frontflügelschaden gegeben, wie in Baku. Das war ganz knapp. Aber ich bin dadurch halt auch noch mal ein bisschen näher rangekommen. Und vielleicht bringt es ja was. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Auf jeden Fall fährt er jetzt rein. Er wird natürlich leider schneller fertig sein als ich. Das ist halt leider... Oder kriegen wir es noch hin? Komm, komm, komm. Das wäre echt Bombe. Komm, vor ihm, vor ihm. Ne. Schade. Aber wir sind direkt hinter ihm. Das ist besser. Ah, da kommt Verstappen auf der langen Geraden. Das wird ganz knapp nichts werden. Nee, nee, da zieht er vorbei. Aber mal gucken, wo wir rauskommen. Da kommen die anderen. Da kommt Russell. Und jetzt bin ich gespannt, was die harten Reifen bringen. Ob die harten Reifen was bringen. Auf jeden Fall direkt hinter Sergio Perez. Bisschen Vorsprung vor Sainz. Und ein Perez, der... Oh, leider DRS bekommt. Schade. Ich dachte dadurch, dass ich vor der Boxeneinfahrt direkt hinter ihm bin, dass ich dann auch nach der Boxengasse hinter ihm bin. Direkt, aber leider nicht. Und ob mir die harten Reifen jetzt was bringen, weiß ich halt im Endeffekt auch nicht. Ich könnte noch mal ein bisschen pushen, klar. So viel Grip habe ich aber nicht. Hier kriege ich jetzt noch einmal DRS, aber Sainz ist natürlich auch auf den schnelleren Reifen unterwegs. Und Sergio Perez auch. Schumacher ist auch auf hart gegangen. Ja, also hart. Die harte Mischung war, glaube ich, diesmal ganz schön Müll. Nur warum überhaupt? Ich habe doch gar nicht auf hart gestellt gehabt. Ich hatte doch auf Mediums eingestellt. Oder habe ich dann aus Versehen die andere Boxen-Stop-Strategie genommen? Nee, eigentlich nicht.
Also eigentlich hätte ich jetzt hier die Mediums drauf haben müssen, aber irgendwie, ja. Wollte er wohl nicht. Somit bin ich natürlich langsamer unterwegs als Sergio Perez und werde dadurch halt auch nicht mehr DRS bekommen. Werde von hinten jetzt gestresst von Sainz. Schade. Hat alles so gut angefangen und sah auch bis zur Boxengasse eigentlich ganz gut aus, aber dann irgendwie... Ja, ich habe halt gedacht, dass ich mit den harten Reifen ebenfalls noch auf Geschwindigkeit bleibe, aber das kannst du natürlich nicht. Also ich hätte harte Reifen jetzt in Ungarn zum Beispiel nochmal genommen. Aber hier in Silverstone, da hätte ich doch Medium. Oh, Vorsicht. Die zweite Verwarnung. Jetzt dürfen wir uns noch eine erlauben. Dann ist Platz 6 schon weg. Vorne komme ich ein bisschen ran. Kann mich ja auch ein bisschen absetzen, aber nicht entscheiden. Ihr seht das. Also entweder 6 oder 7. Oder Platz 8, wenn Schumacher nochmal Boost irgendwo findet auf der Strecke. Schade, da kommt jetzt Sainz, der wird es jetzt innen probieren, ne, aber nicht durchziehen, ne, wird er nicht. Ich wollte gerade sagen, dann wären wir beide gerade rausgeflogen. Aber natürlich jetzt ideal für ihn. Schumacher ist auch schon überholt von Stroll, ist ja klar. Die mit den Mediums, die haben natürlich jetzt extreme Vorteile, sehr, sehr extreme Vorteile. Aber gut, ich gehe wieder in den Verteidigungsmodus. So wie die letzten Rennen auch. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Hier jetzt irgendwie großen Vorsprung rausfahren ist, glaube ich, nicht. Muss jetzt hier auf die Verwarnung aufpassen. So kann ich die Kurven nehmen. Und jetzt halt hier möglichst schnell und unproblematisch durchkommen. Auch mal eine andere Ideallinie nehmen. Ja, warum nicht? So, und jetzt Sainz. Der kommt dran natürlich auf 0,4. Muss ein bisschen sparen, sonst schaffe ich es nicht, mich auf den anderen Abschnitten zu verteidigen. Oh Mann. Ja, oder ich bremse Sainz einfach aus. Wäre doch auch eine Idee, oder? Was haltet ihr davon? Mal spontan die 1 in den Chat. Ich halte davon auch nicht viel. Achtung, er zieht wirklich ganz rüber. Wahnsinn. Aber ich schaffe es auch diesmal ihn irgendwie auszubremsen. Ja, hat ein bisschen was gebracht. Musste stark in die Eisen gehen. Natürlich ist das völlig riskantes Fahren. Aber solange die FIA da nichts macht, werde ich hier alle Mittel nutzen. Jetzt ist er erstmal raus aus dem DRS-Fenster. Das ist gut für mich. Aber trotzdem mit den harten Reifen kann ich wenig pushen. Das ist auch klar. Schade. Ja, zumindest habe ich aber mal einen kleinen Moment Ruhe. Einen ganz kleinen Moment Ruhe. Stroll kommt auch nicht mehr ran. Also es wird im schlimmsten Fall der 7. Platz werden. Immerhin auch wieder ein paar Punkte, aber vorne Verstappen natürlich mit der schnellsten Rennrunde. Da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen. Also wenn er sich nicht irgendwo wieder einen Ausrutscher leistet, wie zum Beispiel in Mexiko letzte Saison, wo der von der 15 gestartet ist. Und das Ganze ohne Gridstrafe, ne, muss man dazu sagen. Der war im Blitzqualifying damals, glaube ich, 15., 16. Ansonsten geht jedes Rennen nur über Verstappen. Vorne nochmal Perez gegen Russell. Die könnten sich da auch nochmal wagen. Und das letzte Mal, dass ich heute mit harten Reifen hier gefahren bin, nach der Boxengasse. Da muss ich demnächst wieder ein bisschen besser drauf schauen. Und mich nicht auf mein Team verlassen, weil ich dachte, Soft Mediums. Aber mein Team und ich hatten wohl was anderes vor, außer ein DSL-Modem auszuwechseln. So, jetzt haben wir noch 2 Runden, wo ich mir den Spanier hier vom Leib halten muss. Nach vorne hin wird das auch leider nichts mehr. Ich lasse jetzt mal ERS an. Ich brauche das. Ich brauche das jetzt auf jedem Abschnitt. Der kommt nämlich nochmal ran. Und Platz 7, Platz 6 will ich hier ins Ziel tragen. Bin wahrscheinlich der Einzige, der hier hart genommen hat. Muss ich gleich mal gucken, weil dann war das echt ein Fehler. Dann habe ich entweder vorher irgendwie eine Einstellung
falsch gemacht oder ich bin auf irgendwie, keine Ahnung, einen Knopf gekommen oder was weiß ich. So, hier gehe ich jetzt hoffe ich auch noch ohne Verwarnung durch. Jetzt kommt nochmal der Abschnitt hier. Einmal links, einmal rechts. Viel gewinnen tue ich dadurch leider auch nicht so. Jetzt muss ich ein bisschen außerhalb der Ideallinie fahren, dass er endlich in den Windschatten kommt. Vorne holt sich der Perez den Russell. Tja, und wir müssen jetzt nochmal eine Runde lang den Sainz verteidigen. Es wird schwer genug, aber ihr habt gesehen, in den entscheidenden Momenten, an den entscheidenden Stellen, wenn man den Move macht, dann kann man das auf jeden Fall schaffen, wie zum Beispiel hier. Mit Ausbremsen bringt leider nichts. Da zieht er leider nicht zurück. Achtung, er probiert. Oh, zu weit nach draußen gekommen. Vielleicht kriege ich jetzt dadurch DRS, weil ich zwischenzeitlich hinter ihm war. Nee. Schade, auch wieder ein Wunschgedanke. Dann machen wir weiter. Er kriegt DRS. Jetzt muss ich sparen. Achtung, ganz, ganz eng an der Ideallinie. Oh, Rad an Rad. Aber schafft er nicht. Da mache ich mittlerweile die Tür immer im richtigen Moment zu. Und jetzt haben wir, ja, einen kleinen Abstand. 0,5, 0,4. Ist nicht viel. Aber immerhin. Jetzt brauche ich gleich ERS für die lange Gerade noch einmal. Und dann habe ich es. Dann sollte ich es, glaube ich, geschafft haben, wenn die Strafe ausbleibt. Jawohl. Und jetzt noch einmal. Komm, Fokus. Links, rechts. Dann noch einmal links hier. Mein Gott. Und noch ein letztes Mal. Und jetzt volle Kraft voraus auf der langen Geraden. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es heftig. Jetzt muss ich so fahren. Jetzt muss ich gucken, was er macht. Er versucht's. Ich mach mal hier ihm außen die Tür auf. Ja, aber es bringt nichts. Auch hier also gut verteidigt. Und das wird Platz 6 immerhin. Verstappen gewinnt natürlich wieder, überraschenderweise. Und wir mit Platz 6 bleiben trotzdem dran. Es ist noch nichts verloren. Aber so langsam wird es ja ein bisschen enger, würde ich sagen. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Das war ein actionreiches und denkwürdiges Rennen hier in Silverstone und ein beeindruckender Sieg. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Schauen wir uns an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter an der Spitze der Rangliste Boden gut. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei. Tja, die Frage ist, wer soll Max Verstappen realistisch gesehen stoppen? Wer soll das schaffen? Der dominiert jedes Rennen, bis auf das letzte. Wer hat eigentlich die schnellste Rennrunde? Hat niemand? Ach, der ausgeschiedene Alexander Albon. DNF. Alexander Albon musste das Auto abstellen, aber wann?
Bei dem Crash? Nee, warte mal. Wann ist er denn ausgeschieden? Rennleitung, Ereignisse? Hier steht gar nichts davon, dass er ausgeschieden ist. Frontflügel? Ach, hier hat er seinen Frontflügel, deswegen ist er schon ganz früh rein. Aha. Frontflügel und dann? Hat er sein Auto abgestellt oder was? Das ist ein bisschen komisch. Das kam auch gar keine Mitteilung irgendwie rein, ne? Oder? Weil hier bin ich der Einzige. Nee, Mick ist noch auf hart. Ocon ist auf die harten Reifen. Aber Albon ist dann einfach weg. Der war einfach weg. Naja, wir gucken mal auf die Rangliste drauf. Oh, 34 Punkte. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen bitterer. Wenn das so weitergeht, dann ist Verstappen schon nach der Hälfte der Saison, also fast gleich, ist er schon wieder Weltmeister. Naja, Hoffnung besteht aber immer noch. Auf jeden Fall. Hier ist noch nichts verloren, hier ist noch nichts gegessen. Wir starten rein und machen weiter. Gut, die Rivalität hätte ich gegen die anderen beiden auch verloren. Gegen Sergio Perez und gegen Leclerc. Also, da hätte ich auch würfeln können. Ist halt leider so, wie es ist. Mir fehlt nach wie vor diese eine Saison mit den Upgrades. Ich kann es immer nur wiederholen und jetzt ist halt schon Halbzeit. Das nächste Rennen ist dann sozusagen die Hälfte. Dann ist die Hälfte rum. Und wir sind halt immer noch... Monocoque-Struktur und das andere ist auch fertig. Jetzt die Aero. Ihr fehlt noch. Die Aerodynamik, ja weiß ich nicht. Einfach sich hinlegen und heulen. Nee, eine wohltätige Organisation. Aha. Es ist wichtig, dass wir unsichtbare Zwecke, wir müssen uns bei der Stiftung entschuldigen, meine aktuellen Verpflichtungen dem Team gegenüber haben Vorrang. Eigentlich würde ich jetzt das machen. Ich habe mich ja jetzt schon oft genug für wohltätige Zwecke eingesetzt, sollen die anderen mal machen. Ich muss jetzt bei der Aerodynamik bleiben. Ja, ich hoffe, dass das dann auch was bringt. Haben wir denn jetzt schon eine Einrichtungsstufe 3? Nee, überall, aber nur nicht bei der Aerodynamik. Da ist die Moral zwar hoch, aber ich kriege auch nie 2 geschaltet. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt hier auch noch Einrichtungsstufe 3 bekomme, das dann gepaart mit... Ja, sehr gut. Also hier im Prinzip, ne? Upgrades freigeschaltet, okay. Verstärkte Hydraulik. Guck mal, das würde jetzt auch noch mal was bringen. Ach, hier gibt es dann doch noch mal Upgrades. Ich dachte, das wären dann die letzten gewesen. Naja, also wir können das ja hier machen. Ist überhaupt kein Problem. Nach Österreich hätten wir immer noch ein bisschen Zeit, um das vor Frankreich, wenn es fehlschlägt. Und das wird halt erst nach Ungarn fertig. Oha. 1. August, wenn es schnell sein soll. Ja gut, das wird eh fehlschlagen. Ich probiere es aber trotzdem. Da versuche ich es mal schnell. Weil das kann nicht sein, dass das eine Teil länger braucht als das andere. Naja, ich kenne mich damit eh nicht aus. Von daher, ich darf da gar nicht mitreden. Wenn wir auch wieder ein bisschen nach vorne kommen und wenn dann die Aerodynamik voll ist, dann würden wir auch, denke ich, nochmal einen größeren Sprung machen. Aber es hilft nichts. Weiter geht's in Österreich. Auch eine schöne Strecke, da habe ich eigentlich auch immer gut performt. Aber habe ich auf so vielen Strecken, so wie ich hier erzähle, ich habe auf der Hälfte der Strecken hier in unserer Mission, Road to Glory, habe ich gefühlt performt, wenn ich mich so reden höre. Aber am Ende des Tages liegt die Wahrheit halt auf dem Asphalt. Da zahle ich auch gerne wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Oh, es ist ein Sprintrennen sogar mit dabei. Ah ja, okay. Also Chance auf noch mehr Punkte. Entwicklungsupgrade. Ja, wir haben schon einen Sprung gemacht. So ist es ja nicht. Ne? Aber die anderen Teams halt auch. Die bleiben halt auch nicht stehen in der Entwicklung. Das muss man halt auch so leider neidlos anerkennen. Und das wird vorne echt sehr, sehr schwierig. Aber gut, ich gucke mal. Hat Verstappen schon mal in Österreich gewonnen? Auch das ist eine Strecke, wo Verstappen bislang noch nicht gewonnen hat. Also, und dann kommt Frankreich, auch eine schöne Strecke. Ungarn, das ja, muss ich auch eigentlich ausklammern. Belgien, Holland, das sind dann wieder Strecken. Monza, Japan. Und dann geht es mit großen Schritten wieder dem Saisonende entgegen. Also, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr weiterhin meine Road to Glory verfolgen wollt. Gerne auch ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.